10 Jahre verlassene Orte, 10 Jahre voller Abenteuer, Adrenalin und Entdeckungen. Man glaubt, man hat alles gesehen, doch dann das hier. Ein Ort, der alle Regeln sprengt, ein verlassenes Krankenhaus. Ein Relikt aus den 70er Jahren, vollständig eingerichtet. Selbst die Medikamente wurden vergessen. Als hätte diesen Ort über 50 Jahre kein Mensch mehr betreten und dann alles zurückgelassen. Die Stille ist erdrückend. Jeder Schritt hallt durch die Korridore und der Boden knackste nur so vor sich hin. Und auch hier breche ich ein. Ich muss sofort hier weg. Spinnenweben umhüllen die Räume wie ein Gewebe der Zeit. Und was wir hier fanden, ließ uns den Atem stocken. Das hier ist nicht nur ein Lost Place, es ist der gruseligste, spektakulärste und unvergesslichste Ort, den wir je betreten haben. Bist du bereit, den unheimlichsten Lost Place der Welt zu betreten? Dieses verlassene Krankenhaus, was wir hier fanden, wirst du nie vergessen. Das ist das geisteskrankeste verlassene Krankenhaus, was ich je in meinem Leben erkundet habe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier gerade in unserem Hotelzimmer irgendwo in Portugal und wir sind extra für dieses Video nach Portugal geflogen und wir werden uns jetzt wohl das spektakulärste, gruseligste und geisteskrankeste verlassene Krankenhaus anschauen, welches es gibt. Ich bin gespannt, ob ihr derselben Meinung seid, nachdem ihr das Video vollständig geguckt habt. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Los geht's. Geh mal weiter. Das ist es. Oh mein Gott, wir sind direkt in einem Krankenbettzimmer. Alter, ist das heftig. Es geht direkt los mit einem Krankenbett hier. Boah, jetzt bin ich extrem gespannt, was uns hier erwartet. Guck mal, ist das vom Röntgen? Der Tisch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Alter. Okay, es geht direkt sehr apokalyptisch los. Ja. Oh mein Gott, guck mal hier. Die weiteren Zimmer. Auch überall Krankenbetten. Und wir haben den ersten Kalender aus dem Jahr 1988. Oh, das sieht aber, ist aber ein kleines. Das wird ja echt nicht mal richtig reinpassen. Mhm. Das ist aber wieder was größer. Und guck mal, hier hängt sogar ein Foto von dem Hund des vermutlich letzten Bewohners. Naja, Boah. vielleicht auch einfach, um die Kinder oder so happy zu machen. Guck mal, Personal, heißt das Personal? Weiß ich nicht. Naja, Personal ist kein Kind, ne? Das ist ein Kinderbett. Könnte ein Kinderbett sein, ja. Ja. Ich glaube, das sollten wir mal übersetzen. Boah, ist das gruselig. Alter, hast du das Knattern gehört? Ja, natürlich höre ich das. Der ist leer. Kühlschränke. Das ist die alte Das ist die Küche. Krankenhausküche. Die alten Herdplatten hier direkt unter der Absaugung.
die dann direkt nach draußen ging. Das ist hier links. Obwohl, warte, ich gucke erstmal hier rechts noch. Hier haben wir eine Cola-Flasche, die schon uralt ist. Ja, alles Materialien, was man halt damals zum Kochen gebraucht hat. Aber krass, dass das hier alles noch so vorhanden ist. Oder diese alten Pfannen hier. Wir können vielleicht mal hier in die Kühlschränke gucken, ob hier was drin ist. Leergeräumt. Ja, zum Glück. Hätten wir jetzt. Ich habe auch die Luft angehalten. Boah. Das sieht aber schön aus wie so ein Personalraum, oder? Ja. Für die Schwestern, die vielleicht Pause gemacht haben. Salate, irgendwas. Keine Ahnung, ich kann nicht. Das hier links ist, glaube ich, ein alter Heizstrahler, womit die sich hier im Winter warm gehalten haben. Und die Waage ist ja auch uralt. Funktioniert aber noch. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Wir sind nicht alleine hier drin. Glaubst du? Hast du was gehört? Ja. Ich dachte eben auch, ich hätte was gehört. Ich bin extrem gespannt, wie die Operationsräume gleich aussehen werden. So, guckt mal hier, Leute. Sekretariat wahrscheinlich. Hier ist noch so ein uraltes Büro. Das ist ja so krass. Die ganzen Akten wurden hier zurückgelassen. Und die Ordner fangen auch schon fast alle an zu schimmeln. Das ist das erste offene Fenster, was wir gesehen haben. Das ist ja so krass. Und guckt euch das mal an. Im Sekretariat ist der ganze Schrank voller Medikamente. Von oben bis unten. Was ich hier hinten direkt lesen kann. Ah, ich dachte, da steht Adrenalin. Alter, das ist ja so heftig. Patientenakten. Uralte Dokumente. Und hier diese alte Schreibmaschine, das ist ja wirklich sensationell. So, dann ist das ja wahrscheinlich der alte Wartebereich. Wenn jetzt hier im Sekretariat irgendwie viel los war oder so. Ich muss nochmal in den Gang filmen. Das sieht wirklich ultra gruselig aus. Guck mal hier, Leute. Wir haben hier so ein weiteres Lager mit irgendwelchen Medikamentenflaschen. Auf dem Boden liegen überall Tabletten. Boah, das ist ja so heftig. Irgendwelche Flaschen. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Mannitol, Alkohol 20%. Voll verpackt. Und guckt euch die Spinnennetze mal an. Wow. Und auch hier unten ist alles voller Medikamente. Ich glaube, wir haben hier eine richtig krasse Location gefunden, wie es sie so wahrscheinlich nur einmal auf der Welt gibt. Es geht weiter. So einen extrem gruseligen Gang runter. Hier stehen jetzt
Noch so ein paar Stühle. Lavabos könnte natürlich Labor heißen. Sieht mir nach einer stinknormalen Toilette aus. Boah, da schimmelt auch schon irgendwas im Glas. Uatos 1, 2. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Alter, ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Maschinen sind. Wofür die mal gedacht waren. Ich weiß nur, dass sie extrem alt sind. Heizung 0,3 Ampere, Motor 1,25 Ampere. Das ist so tatsächlich ein deutsches Gerät. Aerosolgerät mit Heizung. Und was ist das hier links für ein Teil? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn es einer weiß, kann das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Was haben wir hier? Intensity Control Time Switch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das ultra gruselig aus. Boah, das ist wirklich heftig. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier so eine krasse Zeitreise machen werden. In einem Krankenhaus aus den 80ern oder so. Also alle Geräte, die hier noch vorhanden sind, das ist steinalt und in bestem Zustand noch. Wahnsinn, dass man sowas hier 50 Jahre später noch vorfindet. Warum zur Hölle hängt hier auch so eine Spritze noch dran? Das hier sieht auch irgendwie wie so ein Empfang aus. Obwohl wir das Sekretariat ja eigentlich schon hatten. Alter, guck mal. Das sind Röntgenbilder. Sieht man das? Das ist eine Wirbelsäule. Alter. Boah, ist das krass. Das ist eine Wirbelsäule. OMG. Hier geht's dann weiter in die nächsten Räume. Hier haben wir nur so ein paar Akten und auch wieder haufenweise von den Röntgenaufnahmen, wie auch gerade schon gefunden. Oh, hier bricht der Boden schon weg. Alter. Was? Rayo X? Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Das ist ja so heftig. Ist das ein Röntgengerät oder dieser Röntgentisch, der hier in der Ecke steht? Boah. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und hier ist alles voller Akten.
Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Das ist wie in einem Horrorfilm. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Boah, ist das heftig. Ich muss hier noch mal ganz kurz raus. Puh. Guckt euch diesen Stuhl mal an. Guckt euch diesen Stuhl mal an. Und wir erkennen jetzt ganz klar, dass das ein Stuhl für Frauen ist, weil da die Beine hochgelegt werden mussten. Also ist das jetzt so ganz klassisch Frauenarzt? Was meint ihr? Boah. Das ist sau heftig. Hier dann noch so ein kleiner Schreibtisch, wo dann irgendwie der Arzt saß. Hier Zugriff auf die ganzen Medikamente hatte. Und da ist das Gewand der Patientin. Boah. Das ist wirklich krass. Das ist das passende Werkzeug dafür. Oh. Das ist wirklich gigantisch. Puh. Ich bin wirklich sprachlos, wie ihr, glaube ich, merkt. Also ich muss das Ganze hier irgendwie auch erstmal verarbeiten. Das ist jetzt die andere Seite der Anmeldung hier. Wir haben ja gerade diese Scheibe hier von der anderen Seite gesehen. Und das ist wohl der alte Haupteingang zum Krankenhaus. Ja, die Stühle stehen hier davor. Der war schon seit Jahren nicht mehr auf. Wir haben überall Spinnennetze. Und das ist ein Seiteneingang. Und hier geht es jetzt weiter in einen nächsten Raum. Und auch hier, Leute, guckt euch das an. Das ist eine Liege ohne Polster, ohne alles. Boah. Dann hier so Krankenbettgestelle, wieder ein Medikamentenschrank, wieder so ein kleines Tischchen für den Arzt und hier diese gespenstische Liege. Das ist so crazy. Boah. Und auch hier wieder für Frauen, um die Beine hochzulegen. Das ist, glaube ich, hier zum Pulsmessen. Und ich sehe sogar, dass diese Liege hier unten irgendwie so eine Art Waschbecken hat. Ich weiß nicht, ob man hier dann irgendwie rein urinieren konnte. Im Notfall. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nur so irgendwie vorstellen. Was sagst du, Johanna? Das ist crazy, aber guck mal. Das ist eine Langzeitbelichtung für 45 Sekunden. Und? Was sagst du zu dem Krankenhaus? Das ist so crazy. Richtig krank, einfach nur. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee, noch nie. Wirklich noch nie. Das ist so geil. Eine Zeitkapsel von einem verlassenen Krankenhaus irgendwie aus den 70er, 80ern, ne? Das ist das most decayed Krankenhaus, was ich ever gesehen habe.
Total beeindruckend. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben, denn es soll tatsächlich auch noch einen weiteren gigantischen Operationsraum hier geben. Hier haben wir auch so kleine Wartebereiche. Ich sehe Aschenbecher. Das heißt, hier wurde damals dann wahrscheinlich auch drin geraucht. Und da scheint der OP zu sein. Hier vorne in dem Bereich. Ich sehe nämlich schon die ersten Geräte. Dann würde ich sagen, gehen wir aber erstmal nach hier und sparen uns den Operationssaal für zum Schluss auf. Ah, das sind jetzt wieder die Toiletten. Die hatten wir ja unten genau auf derselben Etage auch. Wobei hier noch so ein kleines Lager ist. Ah ja, und das ist Toilette mit Dusche. Badewanne, Badezimmer. Auch alles komplett verstaubt. Und hier oben befinden sich dann die Patientenzimmer, wo die Patienten dann nach einer Operation untergebracht werden konnten. Hier konnten persönliche Gegenstände dann verstaut werden. Unten noch mit Schubladen. Aber was meint ihr, Leute? Bisher haben wir ja wirklich nur 2 Untersuchungs-Operationsräume explizit für Frauen gefunden. Oder vielleicht konnten diese Frauenstützen da dran gemacht werden. In dem Falle, dass der Patient halt eine Frau ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was das für ein Krankenhaus hier gewesen ist. Vielleicht kennt sich ja auch einer mit den ganzen Geräten aus, die wir gesehen haben. Ja, das ist irgendwie auch so ein Beistelltisch aus dem OP. Oh mein Gott. Puh. Das sieht ja jetzt aus wie aus dem Horrorfilm. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Bin ich hier in einem Horrorfilm? Das ist jetzt sowas von gruselig. Und auch hier wieder die Beinschnallen für die Frau. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Leute, hier ist sogar so ein... Ist das ein Beatmungsgerät hier rechts? Hier das? Ich kann euch leider echt nicht erzählen, was das ist. Boah. Dann der Rosenkranz hier. Medikamentenboxen. Das ist... Oh. Leute, das ist wie in einem Horrorfilm. Ich kann es nicht glauben. Das ist so unheimlich. Und auch hier explizit in diesem Raum ist alles voller Medikamente. Unglaublich. Da liegen ja auch noch diese Verbandsscheren so, ne? Direkt vor dem Bett. Oh, ist so krass. Ab jetzt muss ich Johanna definitiv zustimmen. Das ist das geisteskrankeste verlassene Krankenhaus, was ich je in meinem Leben erkundet habe. So ein Verfall oder Geräte aus so einer alten Zeit in so einem guten Zustand habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Dass es sowas überhaupt noch gibt. Wir haben ein weiteres Patientenzimmer. Das war wahrscheinlich ein einfaches Zimmer. Jetzt nicht so krass wie das, wo wir gerade waren. Schien mir ja eher irgendwie so ein, ja,
Ich versuche den Patienten am Leben zu halten Zimmer gewesen zu sein. Und auch hier breche ich ein. Ich muss sofort hier weg. Oh mein Gott. Ist das gefährlich. Boah. Ist das gefährlich, Leute. Okay, es geht weiter ins nächste Patientenzimmer. Auch eher einfach gehalten. Mit der Besonderheit, dass wir hier kein Klo auf dem Zimmer haben, beziehungsweise auch kein Badezimmer in einem abgetrennten Bereich, sondern dass sich das hier direkt im Zimmer befindet, nur mit einem Vorhang, was natürlich extrem kacke ist, wenn man hier jetzt zu zweit liegt und sich nicht kennt. So. Puh. Wir gehen nochmal weiter. Ah, das ist die Johanna. Bitte? Ja, durch den Gehen, das hat sich angehört, als ob unten jemand kommt. Ich habe mich voll erschreckt. Hast du da vorne rechts den Raum gesehen schon? Weiß ich nicht. Alter, das ist so heftig. Den mit dem Bett? Mhm. Den habe ich schon gemacht, ja. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Wir haben auch hier überall noch die Patientenzimmer. Also man sieht aber wirklich, wie der Verfall hier an dem ganzen Gebäude schon nagt. Das ist ein einfacher Schrank und die Tapete. Ich schätze, dass sie wirklich ohne Fremdeinwirkung hier so beschädigt sind, wie sie gerade sind und die Tapete hier komplett runtergekommen ist. Das Badezimmer dann im Raum daneben. Und auch hier weitere Patientenzimmer. So, das ist die OP-Einleitung. Wir sehen direkt diese Krankenliege hier mit der Lampe da drüber. Quasi OP-Vorbereitung, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Hier rechts geht es in den OP. Das ist auch irgendwie wieder nur so eine Art Lager. Boah, überall Flüssigkeiten schon wieder. Ein Diaskop DS521. Was das hier für ein Ding ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Hier sind CO2-Flaschen für den OP. Ah, da gehen auch Schläuche direkt in den OP, hier durch dieses Loch in der Mauer. Und überall stehen hier noch die ganzen Sachen herum. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den Raum der Räume. Der verlassene Operationsbereich. Oh mein Gott. What the fuck? Was ist das denn? Also jetzt sind wir wirklich mitten im Horrorfilm angekommen, glaube ich. Das ist ja unglaublich. Hier steht dieses Gerät, wofür man diese CO2-Flaschen benötigt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Hier steht auch noch so eine CO2-Flasche, glaube ich. Und was ist das, Leute? Das sieht ja so aus wie so ein Folterstuhl von der Psychiatrie. Man konnte hier Arme und Beine fixieren. Es ist ja sowas von crazy. Wir haben hier 2 gigantische OP-Lampen. Und
überall liegt das Operationswerkzeug inklusive verpackter Spritze. Dann haben wir hier unten so ein kleines Schränkchen mit Fächern und auch hier ist jede einzelne Schublade mit OP-Material gefüllt. Jede einzelne. Und hier auch direkt griffbereit weitere Medikamente, Hilfsmaterialien für den OP. Es ist wirklich einmalig. Die Pflanzen wachsen sogar hier schon durch das Fenster hinein. Das Gerät stand, glaube ich, eben auch am Bett. Und das hier habe ich auch noch nie gesehen. Böttcher. Das ist ähnlich wie das Ding, was wir unten hatten. Und hier ist dann der Durchgang zu den 2 Flaschen. Leute, das ist unfassbar. Es ist definitiv der gruseligste Lost Place, den ich je in meinem Leben erkundet habe. Dieser Lost Place wird uns definitiv für immer in Erinnerung bleiben. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung durch ein Like und ein Kommentar für meine Arbeit bedanken. Ich freue mich riesig, deine Meinung zu dieser Location zu erfahren. Wenn du die weiteren Videos dieser unvergesslichen Portugal-Reise nicht verpassen willst, dann freue ich mich gerne über ein kostenloses Abo. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Lost Place. Fuck, Alter. Alarm.